Bernhard Pörksen ist ein prominenter deutscher Medienwissenschaftler, geboren 1969 in Freiburg im Breisgau. Er hat Germanistik, Journalistik und Biologie in Hamburg studiert und ist seit 2008 Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Pörksen ist bekannt für seine Forschung zu Themen wie Skandalen, Krisenkommunikation und den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft. Seine Arbeiten umfassen eine Vielzahl von Publikationen, darunter auch bedeutende Werke über Konstruktivismus und Medienethik. Pörksens Forschung konzentriert sich auf Medienwandel im digitalen Zeitalter, Untersuchung der Dynamiken öffentlicher Empörung und Medienskandale, Krisenkommunikation, Analyse, wie gesellschaftliche Werte in Krisensituationen reflektiert werden. Entwicklung des diskursiven Konstruktivismus, der die Relativität von Wahrheiten betont. Er ist auch Mitinitiator der Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Union. Das in diesem Jahr erschienene Buch beginnt mit der Philosophie des Zuhörens. Der Text beginnt mit der Geschichte eines Clowns, der versucht, die Dorfbewohner vor einem Feuer zu warnen, aber wegen seines Aussehens nicht ernst genommen wird. Diese Anekdote dient als Metapher für die Bedeutung des Zuhörens jenseits von Vorurteilen und Voreingenommenheit. Der Clown, schreibt der Autor, ist eine Figur aus einer Erzählung des dänischen Philosophen Søren Kierkegaard. Eine Figur, die wir intuitiv sofort einordnen, in der unbedingten Erwartung von Witzen, Nonsens, Klamauk. Der Autor geht dann auf persönliche Erlebnisse ein, wie die Begegnung mit einem sadistischen Lehrer während seiner Schulzeit und die Untersuchung der Vorwürfe gegen einen prominenten Pädagogen, der des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wurde. Diese Erfahrungen werden zur Veranschaulichung des Konzepts der Deep Stories herangezogen. Persönliche Geschichten, die die Art und Weise beeinflussen, wie wir Informationen wahrnehmen und interpretieren. Das Buch untersucht verschiedene Arten des Zuhörens und unterscheidet zwischen dem Zuhören mit dem Ich-Ohr, das sich auf die eigene Perspektive und die eigenen Interessen konzentriert, und dem Zuhören mit dem Du-Ohr, das versucht, den Standpunkt des anderen zu verstehen. Die ethischen Implikationen der Wahl der Person, der man zuhört, werden ebenfalls diskutiert, insbesondere im Zusammenhang mit kontroversen oder extremen Standpunkten. Eines der einzigartigen Ergebnisse dieses Buches ist die Betonung der Bedeutung des Kontextes beim Zuhören und Verstehen. Der Text legt nahe, dass effektives Zuhören das Erkennen der eigenen Vorurteile und tiefer liegenden Geschichten erfordert, sowie bewusste Entscheidungen über den Umgang mit unterschiedlichen Perspektiven. Der Autor stellt auch einen interessanten Rahmen für das Nachdenken über entscheidbare und unentscheidbare Fragen vor und argumentiert, dass ethische Entscheidungen oft in die letztere Kategorie fallen, persönliche Verantwortung erfordern und eine sorgfältige Abwägung spezifischer Situationen verlangen, anstatt sich auf universelle Regeln zu verlassen. Das Buch beleuchtet auch die Bedeutung des Zuhörens in einer zunehmend polarisierten Welt. Pörksen analysiert, warum Menschen oft nicht zuhören, seien es die Warnungen vor der Klimakrise oder die Stimmen von Missbrauchsopfern, und welche Mechanismen dies verhindern. Er schlägt Methoden vor, um empathisches Zuhören und tiefere Verbindungen zu fördern. Es regt dazu an, eigene Überzeugungen zu hinterfragen und sich auf andere Perspektiven einzulassen, um gesellschaftliche Verständigung zu ermöglichen. In seinem neuen Buch Zuhören. Die Kunst, sich der Welt zu öffnen, befasst sich Pörksen mit den Herausforderungen des Zuhörens in einer Zeit, in der Informationen schnelllebig sind und oft nicht hinterfragt werden. Er argumentiert, dass echtes Zuhören eine aktive und anstrengende Praxis ist, die notwendig ist, um Verständnis und Dialog zu fördern. Pörksen identifiziert verschiedene Hindernisse für das Zuhören, sowohl im persönlichen als auch im öffentlichen Bereich, und betont die Bedeutung des Zuhörens in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft, in der Missverständnisse und Konflikte häufig auftreten. Rezensionen des Buches. Die Kritiken zu Zuhören sind überwiegend positiv. Hervorgehoben werden Deutschlandfunk Kultur, Die Zeit und Perlentaucher.
Deutschlandfunk Kultur hebt hervor, dass Pörksen die Schwierigkeiten des Zuhörens in einer von schnellen Informationen dominierten Umwelt thematisiere. Sein Ansatz wird als notwendig erachtet, um der programmierten Ungeduld entgegenzuwirken. Die Zeit beschreibt das Buch als eine Einladung, über Kommunikationspraktiken nachzudenken. Pörksen wird mit der Aussage zitiert, dass echtes Zuhören eine transformative Kraft haben kann. Perlentaucher hebt hervor, dass Pörksen konkrete Ansätze vorstellt, um das Zuhören zu fördern und damit gesellschaftliche Diskurse zu verbessern. Insgesamt wird Zuhören als ein wichtiges Werk angesehen, das zur Verbesserung der Kommunikationskultur anregt und auf die Notwendigkeit hinweist, aktiv zuzuhören, um Missverständnisse zu vermeiden und echte Dialoge zu führen.